Hallo, liebe Hungrige. Also wenn ich mal in einem asiatischen Restaurant esse, gehört für mich obligatorisch als Vorspeise die Sauerscharf- bzw. Peking-Suppe unbedingt dazu. Ich mag die sehr. Ist zwar in der Zubereitung ein bisschen aufwendig, doch das Ergebnis lohnt sich auf jeden Fall. Also kochen wir die heute mal. Wir brauchen dafür Bambus, am besten schon in Streifen geschnitten, etwas frischen Ingwer, eine rote Paprika, Knoblauchzehen, getrocknete Muer-Pilze, eine Möhre, Frühlingszwiebeln, 2 Eier und weiter geht's mit Pfeffer und Salz, Sesamöl, Sojasauce, Reisessig. Im Original wird Xinjiang-Essig verwendet, nur falls ihr den habt. Wir brauchen Hühnerbrühe, Tomatenmark, Chilipaste und etwas Zucker. Und auf jeden Fall Hähnchenfleisch und entweder ihr nehmt geschnetzeltes oder schneidet es eben selbst in schmale Streifen. Zuerst geben wir mal die Muer-Pilze in eine Schüssel und übergießen sie mit warmem Wasser. Darin werden sie eingeweicht, bis sie vollständig aufgequollen sind. Weiter geht's mit Vorbereitungsarbeiten. Der Ingwer wird geschält und in dünne Scheiben geschnitten. Auch die Knoblauchzehen schälen wir und drücken sie dann mit der flachen Seite eines großen Messers leicht an, denn dadurch geben sie das Aroma besser ab. Die Karotte wird in sehr feine Streifen geschnitten, entweder mit dem Messer, noch besser geht es natürlich mit einem Julienne-Schneider. Und auch die Paprikaschote schneiden wir in dünne Streifen. Nun geben wir ein Sieb auf eine Schüssel und füllen da den Bambus hinein, damit er gründlich abtropfen kann. So, nun schütten wir in einen großen weiten Topf zu 1 Liter Wasser die Hühnerbrühe, und zwar auch 1 Liter davon. Wir geben die Ingwerscheiben mit hinein und auch die angedrückten Knoblauchzehen. Die Brühe soll dadurch schön aromatisch werden und diese wird nun aufgekocht. Dann geben wir die Fleischstreifen mit hinein, rühren alles mal um und lassen das Fleisch jetzt in der heißen Brühe bei niedriger Temperatur so lange ziehen, bis es weich ist. Anschließend nehmen wir es aus der Brühe heraus. Und danach auch Bambus und Knoblauchzehen, denn die haben nun das Aroma vollständig an die Brühe abgegeben. Ist das Hähnchenfleisch dann etwas abgekühlt, schneiden oder zupfen wir es jetzt in kleine Stücke. Ich mache das mit den Händen und zwar im Eiltempo. Die Pilze sind, wie ihr sehen könnt, inzwischen schön aufgequollen und wir gießen jetzt das Wasser ab. Wir bereiten nun eine Würzmischung zu, geben dafür in eine Schüssel zum Tomatenmark 5 Esslöffel Sojasauce. Wir ergänzen mit einem Teelöffel Zucker, auch die Chilipaste. Wir ergänzen mit einem Teelöffel Salz und würzen nur noch kräftig mit Pfeffer. Dann geben wir noch eine kleine Kelle von der Brühe mit hinein und verrühren anschließend alles gründlich. Nun zu den abgetropften Muer-Pilzen. Diese schneiden wir am besten auf großem Brett mit großem Messer in kleine Stücke. Die vorbereitete Brühe nun wieder aufkochen und wir schütten jetzt die vorbereitete Würzmischung mit hinein. Weiterhin geben wir nun auch die klein geschnittenen Muer-Pilze mit dazu. Wir ergänzen mit den abgetropften Bambusstreifen, auch die in Streifen geschnittene Paprikaschote geben wir nun mit in den Topf und ebenso die fein geschnittene Karotte. Alles mal umrühren, so erwärmen, dass alles leicht köchelt, also nicht sprudelnd kocht und dann abgedeckt für etwa 5 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit schlagen wir die beiden Eier auf und verquirlen sie dann. Nun rühren wir noch ein bisschen Speisestärke mit kaltem Wasser glatt. Sollen also keine Klümpchen mehr drin sein. Nun unsere Suppe wieder abdecken und das Hähnchenfleisch wieder zurück in den Topf geben. Umrühren und das Fleisch in der Suppe erwärmen. Und nun schütten wir schlückchenweise die vorbereitete Stärke in die Suppe mit hinein, rühren dabei beständig und wir können dabei feststellen, dass sie eine seidige und leicht dickliche Konsistenz bekommt. Und nun brauchen wir die verquirlten Eier und lassen diese jetzt in dünnem Strahl durch eine Gabel in die leicht köchelnde Suppe laufen. Lasst euch ein bisschen Zeit dafür, macht das also nicht zu hektisch. Und dann etwa 10 Sekunden warten und erst dann umrühren, denn so bilden sich nämlich feine Eistreifen bzw. Flocken. Dann den Topf vom Herd nehmen, wir gießen vom Essig dazu, je nach Geschmack so ca. 4 bis 5 Esslöffel und runden abschließend alles noch mit einem Teelöffel vom Sesamöl ab. Nochmal umrühren und dann können wir unsere Sauerscharf- bzw. Peking-Suppe servieren. Ich verspreche euch, die schmeckt wirklich köstlich. Der Aufwand rechtfertigt also hier wirklich das Ergebnis. Ihr solltet sie unbedingt mal nachkochen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann recht guten Appetit.
Falls ihr aber lieber süß-saures Schweinefleisch essen möchtet und dazu vielleicht ein leckeres Dessert, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.